Chronisch entzündliche Erkrankungen sind eine der stark zunehmenden Erkrankungen, die unsere Bevölkerung betreffen. Wir finden, dass in den Schulen dazu zu wenig bekannt ist. Darum glauben wir, dass es wichtig ist, solches Wissen in den Lehrstoff zu bringen. Solch ein Projekt funktioniert nur, wenn es eine breite Beteiligung gibt. Das Projekt bringt Menschen zusammen, die normalerweise nicht miteinander sprechen würden, Lehrer, die Schullehre machen und Hochschullehrer, die Studierende unterrichten und Forschung betreiben. Ja, der Vorteil der Kooperation mit Wissenschaftlern des Exzellenzclusters PMI ist, dass wir als Schule neuere wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in unseren Unterricht einbauen können. Darum ist es ganz wichtig, dass hier sowohl das IPN, das Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften, als auch das IQSH, das Institut für die Qualitätssicherung der Schullehrer in Schleswig-Holstein, involviert sind. Denn mit diesen Fachleuten haben wir natürlich das kritische Umfeld geschaffen, um tatsächlich zu einem Curriculum zu kommen. Denn es gibt noch keine Lehrbücher, aus denen man das abschreiben könnte. Heute hatten wir den ersten Labortag, in dem wir das erste Mal das Modul zum Mikrobiom unterrichtet haben, wo Sie durch einen Mundschleimhautabstrich sehen können, was alles so auf Ihnen oder in Ihnen in dem Fall lebt. Mir persönlich hat das sehr gefallen, dass es auch etwas wissenschaftlicher war und das war jetzt auch sehr an einem Beispiel des Menschen eben das Thema erklärt, was natürlich auch manchmal sehr zugänglich ist. Es ist so, dass man den wissenschaftlichen Inhalt ja auf das runterbrechen muss, was die Schülerinnen und Schüler auch leisten können. Und da passiert aber ganz viel von Seiten des IPNs, auch jetzt im Projekt und von uns im Vorhinein in der Vorbereitung. Das IPN hat ein Projekt zur Aufnahme von Gesundheitsdaten mit an die Schule gebracht und dabei geht es um eine Smartwatch, die auf Grundlage eines Microcontrollers selbst konzipiert und erstellt wird. Also ich fand immer gut, dass wir das selbst ausprobieren konnten, dass wir wirklich das, was wir auch gelernt haben, bei uns anwenden konnten und ich finde, so lernt man immer eigentlich am besten. Ich finde die Zusammenarbeit total fruchtbar. Dadurch, dass das IPN konkrete Ideen mitgebracht hat, haben wir auch neuen Input eben von außerhalb bekommen. Das Ziel des Projektes ist es, junge Menschen auf ihr Leben vorzubereiten. Ich möchte eigentlich, dass wir so erfolgreich sind, dass es Teil der Basislehrpläne wird und dass eigentlich alle Schüler zu diesen Themen in Zukunft unterrichtet werden.